Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist der erste Teil einer kleinen Serie, in der ich mich mit Messung an einer LED befasse. Ich werde immer mit dem Duspol messen. Ich werde im Verlauf dieser kleinen Serie auch klären, warum es bei LED-Lampen zum sogenannten Nachleuchten kommt und was man dagegen tun kann. In diesem ersten Video geht es aber um eine korrekte Installation, bei der der Außenleiter geschaltet wird und bei dem ich Messungen mit einem Duspol durchführe. Dabei gibt es durchaus ein gewisses Überraschungspotenzial, denn wenn der Duspol den offenen Schalter überbrückt, wird die Lampe zum Leuchten gebracht. Genau das werde ich jetzt einmal zeigen und anschließend werde ich erklären, woran das liegt. Wir sehen hier den korrekten Aufbau der Schaltung mit dem geschalteten L. Die Kontrollmessung zwischen L und N ergibt 230 Volt. Als nächstes schalte ich nun einfach die LED einmal ein. Sie leuchtet recht hell. Im nächsten Schritt gehe ich her und überbrücke den offenen Schalter mit dem Duspol und die Lampe leuchtet nun, wenn auch etwas schwächer. Die Spannung am Duspol beträgt etwa 163 Volt. Im Folgenden werde ich nun erklären, wie es zu diesem Effekt kommt. Wir sehen hier das Schaltbild dieser Schaltung, die LED mit dem Neutralleiter fest verbunden und mit dem geschalteten Außenleiter, der hier geöffnet ist, messe ich nun zwischen diesem Schaltrad und dem Neutralleiter oder zwischen dem Schaltrad und dem Schutzleiter, so werde ich natürlich jeweils nichts messen. Messe ich hingegen zwischen dem Außenleiter und dem Schaltrad, so wird die Lampe anfangen zu leuchten. Der Duspol zeigt mir, dass 160 Volt am Duspol abfallen und somit verbleiben für die Lampe 70 Volt, die daraufhin recht hell leuchtet. Wenn ich mir dabei nun klar mache, dass ja nun die Lampe mit dem Duspol in Reihe geschaltet ist und dass der Duspol ebenfalls einen Widerstand hat, einen recht hochohmigen Widerstand, denn es handelt sich ja um eine Spannungsmessung, so wird klar, dass innerhalb dieser Reihenschaltung aus Duspol und LED ein Teil der Spannung an der LED abfällt. Da diese nun auch recht hochohmig ist, sind das immerhin 70 Volt und diese reichen aus, damit die Lampe doch recht hell leuchtet. Ich hoffe, Sie werden dieser kleinen Serie weiter folgen. Im nächsten Teil der Serie befasse ich mich mit dem Fall, dass der Neutralleiter fehlt. Auch hier gibt es dann recht interessante Effekte. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.